Herzlich willkommen auf dem Messestand LMC. Wir wollen noch ein bisschen was präsentieren. Wer vielleicht noch ein bisschen rumkommen möchte, um noch ein bisschen was zu sehen von den interessanten Neuheiten, gerne einmal rumkommen. Ja, von meiner Stelle nochmal, Sie haben es wahrscheinlich schon ein paar Mal gehört heute, nochmal ein frohes neues Jahr. Ich habe mir jetzt aber vorgenommen, das heute wirklich zum letzten Mal zu machen. Und hoffe, dass sich alle gute Vorsätze vorgenommen haben zum neuen Jahr. Üblicherweise sind es ja mehr Sport, bessere Ernährung, kein Alkohol, vielleicht auch weniger arbeiten. Ich habe es mir da auch einfach gemacht, wie die meisten wahrscheinlich auch. Ich habe einfach die nicht erfüllten Vorsätze vom letzten Jahr auf dieses Jahr wieder verschoben und war dann schnell damit fertig. Habe dann aber am 2. oder 3. Januar war es mit dem Händler telefoniert und wir haben ein bisschen über die Marktlage gesprochen. Und am Ende, so typisch, beendet das Telefonat mit, aber wir wollen ja nicht jammern. Und das fand ich eigentlich ein gutes Motto und guten Vorsatz für dieses Jahr. Wir wollen nicht jammern, habe das auch direkt in die LMC-Mannschaft transportiert. Dieses Jahr, wir wollen nicht jammern, sondern wir blicken positiv nach vorne und nehmen die Herausforderungen freudig meistens an. Ja, was sind die Herausforderungen? Ja, ist natürlich der Markt. Wie entwickelt sich der Markt? Wir haben natürlich gesehen, die Zulassungszahlen im letzten Jahr schon zurückgegangen. Die Frage, woher kommt das? Ist es eine Kaufzurückhaltung? Ist es die fehlende Verfügbarkeit an den Fahrzeugen, die wir alle kennen am Markt? Sind es die Preise? Ist natürlich, ja, höre ich ja auch reingerufen, ist wahrscheinlich irgendwo ein Mix aus allem. Und wir hoffen natürlich, dass sich das so langsam wieder auflöst. Caravaning ist weiter sehr, sehr interessant. 30% habe ich jetzt noch an einer Studie entnommen, 31% der Deutschen sind wirklich Caravan interessiert. Ja, das sind innerhalb von denen, ne, mit Führerschein sind das dann 19,9 Millionen, knapp 20 Millionen, die Caravan interessiert sind. Und jeder 5. Caravan-Besitzer oder Fahrzeugbesitzer spielt auch mit dem Gedanken, ein Neufahrzeug anzuschaffen. Ja, also das Interesse ist weiter groß. Ja, wir werden jetzt nicht direkt anbauen deswegen, aber wir blicken deswegen trotzdem freudig oder positiv nach vorne. Und denken, dass es auch aus der Politik ein paar gute Zeichen gibt. Ne? Die Interessenten werden sicherlich ein bisschen sicherer wieder, was Gaspreisbremsen angeht, Strompreisbremsen angeht. Es gibt ein paar Tarifabschlüsse mit Lohnerhöhungen. Von daher hoffen wir, dass der Markt jetzt wieder mehr anspringt und dass die Leute natürlich auch da wieder investitionsfreudiger werden. Was tun wir als LMC, um den Markt da natürlich auch ein bisschen mitzubeflügeln? Wir zeigen hier unsere schöne Produktpalette, die wir in den letzten 2 bis 3 Jahren doch deutlich erneuert haben. Im Bereich Style, Tandero mit dem neuen Wohnwagen, mit dem Tourer, einem der leichtesten Teilintegrierten am Markt und mit dem Innovan auf Ford. Erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Und hier haben wir den 6 Meter Grundriss mit Querbetten, erstmalig mit einer Schlafraumerweiterung, was wir hier vorstellen. Das heißt, die Höhe des Fahrzeugs von 2,8 Meter haben wir ein bisschen im Bett begrenzt für große Leute, mit 1,90 Meter Liegefläche nur. Die wächst dadurch auf 2 Meter. Ja, also auch für große Leute jetzt wirklich toll nutzbar, der Ford. Und uns als Marke LMC ist es auch immer unheimlich wichtig, unsere Kunden mitzunehmen. Ja, was wollen unsere Kunden? Und in die Entwicklung unserer Fahrzeuge fragen wir da sehr gerne unsere Händler ab, machen 2-mal im Jahr einen Workshop mit denen, um halt wirklich in Neuentwicklung zu gucken, was fragt der Markt ab. Haben sogar im Oktober letzten Jahres mal mit Endkunden einen Workshop über 2 Tage gemacht. Der war sehr interessant, ich glaube für die Endkunden, aber auch für uns. Und sind wirklich die Baugruppen einzeln durchgegangen, vom Bad, Küche, Bettbereich und Sitzgruppe, um wirklich die Optimierung, was möchte der Kunde wirklich am Ende haben, durchzugehen und wollen das auch in die Entwicklung eingehen lassen. Das machen wir hier auf der Messe genauso. Wir haben hier eine brandneue Studie. Uns hat der Ruf vom Markt erhalten, dass 6 Meter Einzelbettengrundriss sehr interessant ist. Und den führen wir hier vor und fragen dann auch direkt die Endkunden danach, ne, und auch Sie natürlich gerne im Anschluss an die Präsentation, eine Bewertung abzugeben. Wie kommt das Fahrzeug an? Wo ist noch Optimierungsbedarf? Und jeder, der daran teilnimmt, kann sogar eine Woche Campervan-Urlaub in einem LMC gewinnen. Die gesamte Produktpalette stellt Ihnen aber jetzt einmal der Dominik Osthus vor, unser Leiter vom Produktmanagement, und gebe ich einmal an ihn weiter. Nein, Entschuldigung, ich habe noch eins vergessen. Danke, Dominik. Warte. Unser schönes Werk in Münsterland, in Sassenberg, in Deutschland. Hier sieht man es nochmal, ein relativ großes Werk, was wir innerhalb der Stadt Sassenberg einnehmen, mit 200.000 Quadratmeter Gesamtfläche. Ich rechne es immer gerne in Fußballfelder um, haben vielleicht schon welche gehört. 28 Fußballfeldern entspricht das und auch immerhin 43.000 Quadratmeter davon überdacht. Hier sehen wir
Es steht alles voll mit ziemlich vielen weißen Fahrzeugen. Wir haben sogar noch einen Extraplatz angemietet in Sassenberg im Moment. Grund sind einfach die unfertigen Fahrzeuge, die halt da stehen, ne, was viele gerade betrifft, wo noch irgendwas fehlt. Unsere Produktpalette für dieses Jahr, Full-Range-Anbieter, also von Wohnwagen, Wohnmobil zum Campervan, bieten wir das über 3 Grundrisse an, mit insgesamt 9 Baureihen und 41 Grundrissen. Ein Teil davon präsentieren wir hier. Und der Dominik Ostus, der Leiter vom Produktmanagement, wird jetzt einmal im Schnelldurchflug durch die Produkte gehen und die Neuheiten ein bisschen intensiver vorstellen. Ja, vielen Dank, Bodo. Ich muss immer aufpassen, dass ich überhaupt noch was erzählen darf. Der Bodo, der nimmt immer so viel von den Produkten vorweg. Da bleibt für mich eigentlich gar nichts mehr übrig. Genau. Also der Bodo hat es gesagt, wir haben 9 Baureihen, 41 Grundrisse. Die verteilen sich folgendermaßen. Wir haben 3 Segmente. Wohnwagensegment, Wohnmobilsegment und Campervan-Segment. Bei den Wohnwagen haben wir 6 Baureihen aktuell. Von der Wertigkeit her der Sassino für den Einstieg, der Exquisit VIP für die gehobene Klasse. Wohnmobile haben wir 2 Baureihen, einmal den Tourer und einmal den Cruiser. Wir sehen hier die Anzahl der Grundrisse, wie die sich verteilen bei den Segmenten. Und beim Campervan haben wir unseren Innovan auf Fiat und auf Ford. Genau, was haben wir generell gemacht? Wir haben unser Außendesign der Wohnwagen komplett angepasst. Es ist jetzt ein erhöhter Wiedererkennungswert für uns. Es sehen alle Baureihen gleichwertig aus. Wir haben unterschiedliche Bugs eigentlich nur noch. Ansonsten kommen die alle gleich daher. Genau, außer der Exquisit VIP, der sich nochmal etwas absetzt. Hier einmal die preisliche Einordnung von unseren Wohnwagenbaureihen. Wir sehen, der Sassino ist im unteren Einstieg, der Style ist im Einstieg, Tandero im oberen Einstieg platziert. Dann haben wir den Vivo in der unteren Mittelklasse, den Musica in der Mittelklasse und den Exquisit VIP in der oberen Mittelklasse. Die beiden rot markierten Style und Tandero, die haben wir neu überarbeitet und dementsprechend hier dann jetzt rot markiert und auch hier ausgestellt, dass man sich da selber ein Bild von machen kann. Genau, der Style. Der Style wurde komplett neu überarbeitet, hat einen Facelift bekommen. Wir haben ihn moderner gestaltet. Die Stilrichtung, die wir im Endeffekt mit dem Tourer, mit dem Tandero und auch mit dem Innovan beschritten haben, haben wir hier jetzt weiter fortgeführt. Wir haben die Hängeschränke überarbeitet, wir haben Ecken, die vorher verschlossen waren, mit Blenden haben wir geöffnet, dass da auch der Stauraum wirklich nutzbar ist. Wir haben das alles geradliniger gestaltet, die Hängeschrankklappen haben keine Griffe mehr, die sind grifflos, alles schön ruhig und modern. Wir haben Ablagen eliminiert, aber dafür neue Ablagen auch geschaffen, moderne. Wir haben den Waschraum überarbeitet, einen neuen Waschtisch haben wir entwickelt und genau, im Design haben wir einiges getan. Links sieht man nochmal den alten Style, wie er vorher daherkam, rechts jetzt, wie er jetzt geworden ist. Wir haben ein helles, freundliches Interieur mit Salbei-Dekor und einer hellen Eiche und ein PVC, der in Betonoptik daherkommt. Wir haben das Einstiegselement ein bisschen moderner gestaltet, wie man es von zu Hause kennt, mit Spiegel und Ablage. Wir haben auch auf nachhaltige Materialien gesetzt, besonders bei den Polstern und bei den Vorhängen. Bei den Polstern haben wir 100% PET, recycelte Stoffe eingesetzt. Die haben dann dadurch auch noch einen Easy Clean Effekt. Also wir haben eigentlich überhaupt keine Probleme mehr mit Flecken. Man kann sie unheimlich leicht säubern. Haben wir auch noch mal eine Stele, wo wir darauf näher eingehen. Die Faltrollos sind aus 100% Leinstoff. Genau, hier sieht man noch mal unseren neuen Grundriss, den 440D mit einem Schiebewaschbecken im Waschraum. Und was ich gerade gesagt habe, dass wir die Ecken geöffnet haben, jetzt offene Regale dort untergebracht haben, dass auch wirklich jeder Stauraum nutzbar ist. Und unsere topmodernen Ablagen unter den Hängeschränken mit der Stromschiene, wo wir dann auch individuell unsere USB-Ladebuchse positionieren können und dort auch Handys oder Laptops und Bücher ablegen kann. Genau, dann kommen wir zum Tandero. Den Tandero haben wir auch neu gebracht. 5 Grundrisse haben wir da jetzt im Angebot. Was zeichnet den Tandero auch aus? Topmodernes Interieur haben wir hier, aber ein zurückgenommenes
Design im Japandi-Style, welches auch individuell anpassbar ist, wunderbar von unseren Endkunden. Also jeder kann da nach Belieben farbige farbige Kissen oder sonst irgendwas unterbringen und das für sich nochmal individualisieren. Genau, wir haben eine breite Aufbautür in der kompletten Baureihe, wir haben hochwertige Kocher-Spülen-Kombinationen, wir haben eine umfangreiche Ambientebeleuchtung im Tandero, die hier auch wunderbar zu besichtigen ist. Filzorganizer, die teilweise mit rausgenommen werden können und draußen genutzt werden können. Genau, wir haben große Hängeschränke und Ablagen, ein topmodernes Bad mit einem Schubkasten und einem aufgesetzten Waschbecken. Hier sehen wir einmal die Eindrücke von unserem Tandero, wie auch die Ambientebeleuchtung einmal wirkt. Dann kommen wir zu den Wohnmobilen. Beim Wohnmobilen haben wir folgende preisliche Einordnung. Der Tourer ist in der unteren Mittelklasse und der Cruiser in der oberen Mittelklasse angesiedelt. Was zeichnet den Tourer aus? Der Bodo hat schon gesagt, ist einer der leichtesten TIs auf dem Markt. Wir legen ziemlich viel Wert auf Leichtbau. Wir arbeiten auch konsequent immer weiter daran, noch leichter zu werden. Also wir sind da echt noch nicht am Ende. Da setzen wir viel Energie rein, um da noch mehr zu schaffen. Wir haben eine niedrige Aufbauhöhe. Wir sind top aerodynamisch, damit spritsparend unterwegs. Wir haben auch hier die breite Aufbautür in den meisten Grundrissen drin. Und auch hier das topmoderne Design vom Tandero mit drin. Hier sieht man nochmal die Eindrücke vom Tourer. Stehen aber auch zwei hier auf dem Stand. Können Sie sich selber nochmal ein Bild von machen. Dann kommen wir zu den Campervans. Auch hier einmal die preisliche Einordnung. Wir haben ja den InnoVan auf Fiat und einmal auf Ford. Dementsprechend preislich eingeordnet. Hier sehen wir die angesprochenen Schlafraumerweiterungen vom Bodo, die wir jetzt bei den jetzt produzierten Fahrzeugen serienmäßig mit drin haben. Damit konnten wir die Liegelänge von 1,92 Meter auf 2,2 Meter erweitern, also ganze 10 cm dazu. Bodo hat schon gesagt, der Ford ist höher als der Fiat, also für große Menschen eigentlich top geeignet mit seinen 2,8 Meter Stehhöhe. Durch das verlängerte Bett können jetzt sogar auch schlafen bei uns im InnoVan. Genau, hier nochmal den Grundriss. Hat ein Doppelbett quer hinten, kompakten Mittelwaschraum, eine Küche, die wir so ein bisschen abgestuft haben. Das war normbedingt, dass wir den Fluchtweg auch einhalten, aber trotzdem noch genügend Arbeitsfläche für die Küche gestalten können und Ablagen. Hier nochmal der Eindruck, wie er von innen aussieht. Da sieht man nochmal, wir haben das Bett auch dementsprechend überarbeitet. Also es ist jetzt noch simpler umzubauen, wenn man an den Stauraum möchte. Man kann die Matratzen relativ easy wegklappen und den Lattenrost hochstellen. Der ist dann gleich fixiert, dass man zum Beispiel auch ein Fahrrad einladen kann. Hier sehen wir nochmal die Bettsituation. Genau, dann kommen wir zu der Studie. Der Bodo hat es gesagt, uns ist unheimlich wichtig, dass wir nicht am Bedürfnis unserer Kunden dran vorbei entwickeln oder irgendwas machen, was wir vielleicht ganz toll finden, aber die Kunden überhaupt gar nicht mögen oder brauchen. Deshalb haben wir uns entschieden, die neueste Grundrissidee, die wir eigentlich haben, 6 Meter InnoVan auf Ford mit Einzelbetten, hier mal in einem Musterbau fertigzustellen und bewerten zu lassen von unseren Endkunden. Also wir werden hier Führungen anbieten mit Kollegen, die geschult sind, die genau erklären können, was wir uns dabei gedacht haben, wie das alles funktioniert und ja, hoffen, dass wir ein gutes Feedback bekommen und das noch einfließen lassen können in unsere Konstruktion und dann hoffentlich zum neuen Modelljahr, Mitte des Jahres, dann auch wirklich diesen Grundriss mit in unser Grundrissprogramm aufnehmen können. Genau, was zeichnet den Grundriss aus? Also wir haben Einzelbetten auf 6 Meter untergebracht. Wir haben trotzdem keinen Kompromiss bei der Küche. Wir haben extrem große Arbeitsfläche durch einen verschiebbaren Arbeitsbereich, den wir übers Bett schieben können. Wir haben niedrige Betten, also wir kommen auch ohne Leiter oder Tritt kommen wir vernünftig ins Bett rein. Wir haben einen kompakten Waschraum, wo man auch auf nichts verzichten muss. Man kann die Dusche nutzen, man kann die Toilette nutzen. Die Toilette wird unterm Bett verstaut, also bei Benutzung schwenkt man die Toilette in den Duschbereich.
Und ein Klappwaschbecken an der Außenseite ist auch vorhanden. Genau, dann bin ich durch mit meinem Programm und übergebe nochmal an Bodo. Okay, wenn Sie Interesse haben, an den Fahrzeugen die mal zu testen, Probe zu fahren, Fotos zu machen, wenden Sie sich gerne an unsere Mitarbeiter aus dem Marketing. Für das und alle weiteren Fragen stehen wir jetzt auch gerne noch im Anschluss an die Pressekonferenz bereit. Dann bleibt mir eigentlich nichts anderes als Danke zu sagen, bis auf vielleicht noch eine Kleinigkeit. Ich hatte eben diese Studie, GSR-Studie erwähnt. Da möchte ich nochmal sagen, dass es interessant ist, dass gut situierte Familien eher nach Frankreich fahren in den Urlaub und jüngere Frauen eher nach Italien. Ja, also diese Information kann jetzt verwenden, wer möchte. Und ja, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wir freuen uns dann jetzt auf die Gespräche im Anschluss an die Pressekonferenz. Vielen Dank.